Heute möchte ich dir erklären, was der Unterschied zwischen einem stagnierenden Business ist und einem Online-Business, was förmlich durch die Decke geht und wo Kunden Schlange stehen, um dabei zu sein bei Webinaren, bei Lives oder bei den tollen Produkten, die du rausgibst. Denn dazu braucht es eine geheime Formel und die zeige ich dir hier in diesem Video. Das Geheimrezept für dein Online-Business lautet Trust, Love and Care. Klingt einfach, doch ist es gar nicht. Denn das ist eine langfristige Angelegenheit, die du dir wirklich auf den Spiegel schreiben solltest, wie du mit deinen Kunden umgehst. Hier entscheidet sich jemand dafür, ob er so ein kurzer Überflieger sein will oder ein langfristig erfolgreiches Business führen, wie ich es zum Beispiel tue. Seit 12,5 Jahren bin ich online sichtbar, aber auch schon vorher war ich sichtbar mit Seminaren, mit Workshops. Also meine Coaching-Zeit begann eigentlich schon seit 2007. Die 3 Worte Trust, Love und Care haben eine unglaubliche Kraft, wenn es darum geht, Community aufzubauen, langfristig Kunden zu überzeugen und natürlich deine Follower zu Kunden zu machen. Lass mich in wenigen Schritten erklären, wie du mit Trust, Love und Care dein Online-Business auf eine neue Stufe hebst und natürlich eine große Community aufbaust, nämlich deine Zielgruppe. Der erste Schritt ist Trust. In einer Welt voller Online-Betrüger ist es wichtig, hier das richtige Vertrauen aufzubauen. Denn du möchtest ein langfristiges Business, wo Leute mit dir zufrieden sind, auch mit den Abschlüssen, die sie bei dir machen und den Coachings, die sie bei dir machen. Denn das spricht sich nachher rum und bildet diese Art Vertrauen. Was sollte also bei dir wichtig sein? Also der Inhalt, deine Strategie, deine Persönlichkeit sollte dieses Vertrauen ausstrahlen. Und damit meine ich nicht, du musst irgendwie speziell aussehen, sondern einfach dein Inhalt sollte überzeugen, das alles, was du sprichst, sollte überzeugen und natürlich, was du von dir gibst. Denn Walk Your Talk ist so eine Art Regel für mich geworden. Wenn ich als Leuchtturm sichtbar sein möchte, dann möchte ich auch mit diesem alles, was ich sage, alles, wie ich mich benehme, sichtbar sein. Denn dieses Licht ist dann viel stärker in der Präsenz als jemand, der irgendwie mal ein bisschen flackert und dann wieder rosa leuchtet und dann wieder grün und dann wieder, ich bin gerade so in so einem Prozess. Dann kann ich jemanden gar nicht ernst nehmen auf Social Media, wenn ich diese Sachen sehe. Ah, ich muss mich mal gerade zurückziehen und buddel hier gerade wieder rum. Das ist alles fein, aber es sollte immer so rüberkommen, dass du immer eine Nasenlänge dem Kunden voraus bist. Du weißt, wovon du sprichst. Du hast die 30 Jahre Erfahrung als Therapeut. Du bist schon länger Unternehmer. Du weißt, wie man sechsstellig wird. Du weißt, wie man die und die Schritte geht mit Aktien, mit Mutter-Kind-Entwicklung, was auch immer dein Thema ist. Bring es raus, denn du bist derjenige, für den man hier steht. Und ich spreche da jetzt nicht die 20-Jährigen an, sondern eher die 30, 35, 40 plus. Denn mit deiner Expertise, die du bereits hinter dir hast, kannst du bereits stehen wie ein Leuchtturm und sagen, hier, ich habe 30 Jahre in diesem Job gemacht und jetzt zeige ich dir, wie das geht. Und dafür musst du jetzt einfach nur das Wissen, was du schon die ganze Zeit gemacht hast, in Online-Kurse bringen, in ein Webinar bringen, in Content für Social Media bringen, indem du einfach ein Reel machst und sagst, die wichtigsten Schritte in diesem Thema sind, als Erzieher sind. Deswegen kann ich dir als Elternteil helfen, da einfach eine Abkürzung zu gehen. Das ist ganz wichtig, dass du da deine Strategie findest, die nur du kannst und die du dann anderen Leuten weitergibst. Du musst nicht sagen, dass du der Beste bist, aber zeig doch einfach mal, was du kannst. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern sei hier Leuchtturm mit deinem Thema. Und dann baust du dieses Vertrauen auf. Dann kommen die Mails von dir, wenn sich jemand einträgt. Von Social Media auf einen Lead-Magneten, mit dem man irgendwie die ersten Schritte gehen kann. Zum Beispiel ein Workbook, zum Beispiel ein Minikurs, zum Beispiel das erste Webinar von dir und bring hier wirklich viel Content drüber, sodass die Leute sagen, ja, das ist wirklich Vertrauen, das klingt super. Jetzt muss ich nochmal überlegen, ob ich da
einsteige in das Programm oder ob ich sofort loslege. Ne? Das sind dann die Schritte, so die Landingpage muss überzeugen. Je länger die ist, umso mehr schmeißt du die ab, die falsch sind und die richtigen kommen dann zum Button und drücken, ja, möchte ich mal haben und mit einem Minikurs machst du eh nichts falsch und dann kannst du dein erstes Wissen an den Mann oder die Frau bringen. Doch Vertrauen alleine reicht auch nicht aus. Jetzt kommt der Love-Teil. Also überzeuge mit Nahbarkeit, überzeuge mit Pünktlichkeit, überzeuge damit, dass man dich gern haben kann in deinen Coachings. Und hier auch wieder bring deine Expertise ins Spiel, aber auch wie du mit den Leuten umgehst. Ne? Kommt jemand in deine Gruppe rein, dann sagst du Hallo am Morgen. Geht jemand aus deinem Kurs wieder raus, dann beglückwünschst du ihn für den Weg und sagst viel Erfolg damit. Ich habe ganz große Rückmeldungen bekommen, dass ich meine Leute aus den Kursen verabschiede, begrüße und verabschiede und denen dann nicht irgendwie sage, ja, blöd, dass du jetzt nicht weiter gebucht hast, sondern viel Glück und jetzt setzt das um und das Wichtigste ist das und das. Ich ratter immer noch hinterher meine ganzen Ideen, die ich für sie sehe, wenn jemand meinen Kurs, Online-Kurs Rockstars zum Beispiel wieder verlässt nach 4 Monaten. Vielleicht werden diese Teilnehmer irgendwann wieder was buchen. Die wichtigsten Leute für dich sind deine Kunden. Den kannst du bombardieren mit Love. Also zum Beispiel ein Willkommensgeschenk. Ne? Schick ein Buch, schick einen Stift, schick irgendwie ein tolles Notizbuch oder ein Kartenset dazu zu deinem Programm. Auch so kannst du deine besondere Liebe zeigen zu deinen Kunden, dass dir jemand wichtig ist, ne? Vom Herzen her, ganz wichtig. Du kannst auch immer wieder Umfragen stellen oder besondere Worksheets zur Verfügung stellen, Überraschungsgeschichten. Du kannst einen ganzen Kurs für die noch freischalten, womit sie nicht gerechnet haben. Zeige für deine Kunden einfach alles, was du kannst. Ne, du kannst natürlich dort auch wieder Abstufungen machen. In dem Programm lernst du das, in dem Programm lernst du das. Und komm doch weiter, wenn du dann irgendwie überzeugt bist, dann hüpf doch in das größere Paket rein und so weiter. Also hier baust du eine Treppe auf, aber du verwöhnst deine Kunden schon mit der Expertise, die du hast und in der Zeit, die du hast für die Lives, in den Gruppenkursen und so weiter. Der dritte Punkt, Care, ist natürlich fast genau das Gleiche. Also du kümmerst dich um deine Kunden, es kommen die richtigen E-Mails raus zum richtigen Zeitpunkt, du gibst die nächsten Termine weiter, du hast eine Telegram- oder WhatsApp-Gruppe für mehr oder eine Facebook-Gruppe und du lässt die Leute nicht alleine mit ihren Fragen, wenn das Teil des Kurses ist. Ansonsten machst du so eine Art, bei meinen Minikursen zum Beispiel steht immer, du möchtest mehr jetzt loslegen, du hast Fragen dazu, komm in ein Gespräch. Ich will dann nicht Fragen zum Minikurs machen, aber ich will Fragen haben, so okay, ich will mit meiner Strategie weiterkommen, dann kann ich dir gerne helfen, weil dann habe ich die richtigen Kurse dafür, wie du das dann eben auch begleitet machen kannst. Also du musst nicht alles umsonst rausgeben, aber du kannst jedes Mal pitchen mit einem Gespräch, deine Liebe, deine Nähe zeigen, dass du jemanden nicht alleine lässt mit seiner gerade Struggle, mit seinem Aufbau deines Themas. Trust, Love und Care ist ein mächtiger Faktor, den du auf jeden Fall nicht unterschätzen solltest, denn mit irgendwie hier hast du deinen Kurs, das ist freigeschaltet und dann warst du nie wieder gesehen, wirst du wahrscheinlich nicht erfolgreich werden. Dann kannst nach jedem Minikurs, ne, Minikursmethode lernst du bei mir, wie du einen Minikurs erstellst, wie du daraus einen ganzen Sales Funnel machst, um dann auch ein 6-stelliges Online-Business aufzubauen. Und dafür braucht es immer wieder diese Anknüpfpunkte, also E-Mails, die rausgehen, ein regelmäßiger Newsletter, Blogartikel und YouTube-Videos, ne, was du auch immer schaffst mit deiner wenigen Zeit, um mit deiner Expertise zu glänzen. Denn Social Media ist eine Sache, da sind die Posts oder Reels für eine Woche vielleicht präsent, aber YouTube natürlich lebt ein paar Jahre länger. Und hier kannst du etwas aufbauen, indem du regelmäßig Videos machst, einen Kanal aufbaust, das dann wieder als E-Mail verschickst, wann dein nächstes Video rauskommt und was man darin lernt. YouTube ein wichtiger Faktor für Trust, Love und Care oder auch dein Instagram oder dein Facebook-Kanal. Und wichtig ist, dass du das übernimmst in E-Mail-Marketing, denn über E-Mail-Marketing wirst du dann erfolgreich verkaufen.
Das alles möchtest du lernen? Dann komm jetzt zum Gespräch und lass uns herausfinden, wo du gerade stehst und was als nächstes für deine Schritte kommt. Und hol dir auch auf jeden Fall mein neues Workbook, das Online-Business Kickstart Workbook, gratis über den Link hier drunter unter dem Video. Alles Liebe und viel Erfolg bei dir mit Trust, Love and Care. Deine Jyotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.